jede Stadt braucht so eine Tram. Oder doch nicht? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinem fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Lumibrix mit der Setnummer N0084 mit 1274 Teilen. Die Heritage Tram and Station von der Town Life Serie. Und wie wir gleich sehen können, switch between two carriages. Na, schauen wir an, was es kann. Das ist die Box. Ja, eine Tramstation in einer Stadt. Hier an der Seite sehen wir quasi diese zwei Aufbaumöglichkeiten. Sonst haben wir nichts Besonderes. Das wäre die Box. Und kommen wir schon zu der Bauanleitung. Wir haben ein Buch. Das hat 220 Seiten, 299 Bauschritte und ist in 6 Bauabschnitte unterteilt. Man baut zuerst quasi die Station, dann quasi die Schienen und dann die Tram. Der Bau ging ohne Probleme voran. Hier haben wir ein paar Bilderchen. Was aber cool ist, man kann hier ein paar Teaser sehen. Quasi, das ist jetzt die Post Office Station, das Bookcafé haben wir, dann haben wir hier Town Hall, oder das haben wir noch nicht, das könnte also kommen. Antique Store, Balcony, Theater haben wir, Fire Station haben wir nicht, Bricard Galerie haben wir und das Gelato Studio haben wir. Also wir können uns hier auf ein paar neue Sets wieder freuen. Und hier noch ein paar Bilderchen und dann startet schon der Bau. Bisschen Farbkodierung haben wir hier bei der Tram oder quasi beim Untergestell von der Tram. Sonst gar keine Probleme. Dann die Maße. Ich versuche das halt so jetzt zu machen. Quasi dieses Teil, obwohl man das auch trennen kann, habe ich es jetzt so gemessen zusammen. Hat eine Breite von 25,6 cm, eine Tiefe von 17 cm und eine Höhe, das wurde hier gemessen, von 19 cm. Die Tram an sich, die hat eine Länge von 21 cm, eine Breite, kommt darauf an, ob man diesen Wagen hat oder eben diesen, der ist ein bisschen schmaler, also von 8 bis 10,5 cm. Und eine Höhe, quasi hier ganz unten oder hier gemessen, wären das 13 cm und dann kommt darauf an, wie man den Stromabnehmer einstellt, dann wären wir bei 16 cm. Dieses Set hat ein Gewicht von 927 Gramm. Der Preis. Der UVP-Preis auf der Lumibrix Webseite ist 83 Euro, was einen Teilepreis von 6,52 Cent macht und einen 100 Gramm Preis von 8,95 Euro. Ich habe es mit 30% Rabatt gekauft und wo ich das Video jetzt aufnehme, gab es immer noch 30% Rabatt. Also wären das dann 58 Euro und ein Teilepreis von 4,56 Cent und ein 100 Gramm Preis von 6,27 Euro. Das Set hat 5 Minifiguren. Die blende ich euch jetzt ein. Da haben wir halt den Tramfahrer, die Blumenverkäuferin, dann das Mädchen, was in der Bar arbeitet und ich würde sagen noch 2 Fahrgäste oder einfach Bargäste. Ich habe keine Wendegesichter gesehen, schön vorne und hinten bedruckt. Dann hat das Set noch 9 LEDs, 38 bedruckte Teile und die Bauzeit betrug 2 Stunden 40 Minuten. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbild. Danach zeigen wir die Beleuchtung und nehmen das Set auseinander.
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Kommen wir zur Beleuchtung. Da haben wir zwei Möglichkeiten, oder wir haben zwei Stellen, wo man es anmacht. Einmal hier und dann verbindet man es, dass auch die Tram leuchtet, und einmal hier drunter. So, und ich mache jetzt mein Licht aus. Und hier können wir dann sehen, wie es quasi bei dieser Einstellung leuchtet. Es ist schön beleuchtet, macht schon was her. Und ja, das ist ja getrennt und man kann es ja auch so trennen oder auch halt so hinstellen. Und was man auch machen kann, ist, das machen wir jetzt in live quasi, also das nimmt man dann runter, man nimmt dieses Teil raus, tut dieses Teil rein und dann ist es quasi eine ganz normale Tram, die Passagiere rumfährt. Jo. Machen wir jetzt mein Licht wieder an und zeigen wir die Set-Details aus der Nähe. Fangen wir hier von dem, ja, von der Post Office Station an. Alles, was ihr seht, sind bedruckte Teile. Hier haben wir eine kleine Fontäne. Hier Ticketautomat. Da wartet der schon auf den Tram. Dann hier haben wir hinten, ach guck, da ist sogar ein bisschen Anspielung an die Bricard Galerie, Shakespeare Festival, quasi auch die Sets von Lumibrix. Hier haben wir wahrscheinlich hier die Stationsnummer, dann hier Lumibrix Town und da haben wir schon gesehen, hier die Tramstop. Und hier habe ich das quasi Menü von den anderen, quasi das ist von dieser Tram. So, dann haben wir dieses Mädchen, was die Blumen verkauft, und diesen Wagen dazu. Das ist so ein kleines Seitbild. Hier haben wir quasi auch so eine Treppe, wo man, wenn es halt wie heißt das nochmal? Moonlight and Cocktails Midnight Tram Bar. Also, wenn die Tram Bar da ist, dass man da besser rankommt. Sonst ganz einfache Station. Ich hätte schon mir gewünscht, dass sie ein bisschen breiter ist, weil so viel Platz, ich meine, man kann ja nicht mal diesen Blumenwagen da richtig daneben tun und dann muss man es halt quasi daneben stellen. Aber für jemanden, der mockt und quasi selber was baut, ist es schon ein cooler Anfang. Dann baut man das hier. Das sind quasi die Schienen. Super stabil. Ich finde das, wie es gemacht ist, richtig schön. Nur finde ich doof, dass sie nicht halt diese richtigen Schienen genommen haben. Man hätte es genauso damit machen können und dann wäre die Erweiterung viel, viel einfacher. Und es ist halt so gedacht, wenn man es in die Stadt stellt, man kann es halt so hinstellen oder so, kann man sich selber entscheiden. Dann kommen wir zur Tram, aber ich zeige das erstmal dann ohne diese Dinger, weil die sind ja zwei verschiedene. Was ich nett finde hier, Lumibrix, ich glaube, das sind diese Minecraft-Köpfe. Das weiß ich nicht. Gerne könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, weil ich habe noch nie was von Minecraft gebaut. Und wenn man das so ansteckt, nur, dass man halt auch die Beleuchtung sieht. Ah, genau. Da haben wir Lampen, hier rot, da gelb, da ist der Tramfahrer. Und das sind diese Farbkodierungen, die ich meinte. Andere habe ich nicht gefunden. Hier die Räderchen, schön gebaut, stabil gebaut. Nette Bautechniken, dass man die Flaggen als Türen genommen hat, das fand ich wieder super beim Bau. Schöne bedruckte Teile, dieser Stromabnehmer ist auch echt cool gebaut. Ja, der ist halt symmetrisch. Und die Idee, dass man das drinnen tauscht, finde ich schon cool. Das ist quasi der Personenwagen, wenn man das hier
jetzt wegnimmt. Nett fand ich halt diese Stange, dass man sich festhalten kann, Stühle. Schade, dass sie immer noch keine Möglichkeit gefunden haben, dass die Lumibrix Figuren sitzen. Hier kann man sich Tickets einlösen. Hier schön bedruckt. 9084. Ah, die Setnummer. Und dann Historic Tram Number 22. Warum? 1898. Das weiß ich nicht, worauf es die Anspielung ist. Wir haben nur Pearl Gold, keine Metallic Gold Teile. Aber ich finde das optisch sehr nett. Dann hier nochmal dieses Schild. Schön bedruckt. Kann man das überhaupt richtig lesen? Ja, hier. Mojito, Cupa Libre, also man kann schon lesen, vielleicht braucht man da ein bisschen eine Lupe, aber es geht. Und dann hier, das ist quasi dann die Bar. Man könnte sogar hier eine Minifigur hinstellen, die singen kann. Es ist alles sehr eng. Also 2 Stühle sind zwar da, aber da wirst du nie jemanden reinsetzen. Und auch die Minifigur hier reinzustellen war nicht einfach. Und quasi das sind so 2 Zapfanlagen für ja, die Cocktails. Hier eine kleine Blume. Hier kann man Hotdog bekommen. Trambar. Also ganz klein gebaut. Hat aber Spaß gemacht. So. Und dann kann man halt auswählen, tut man die oder die. Dann hat man hier die Stromabnahme und kann man das schön einstecken. Hier kann man das auch so hinstellen. Ja, was mir gerne passiert, ich hänge das immer so ein. Bei dieser sieht man, es will hier dran hängen bleiben. Also das ist jetzt nicht so optimal gedacht. Bei dieser passiert das nicht. Mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Kommen wir dann schon, oder zu zeigen. Und komme ich schon zu meinem Fazit. Was ich bei dieser Tram super finde, ist, dass es authentisch ist, so eine alte Tram als eine Bar umzubauen. Ich blende euch jetzt Bilder ein in meiner Heimatstadt. Wir haben tatsächlich so eine Tram, die einfach stillgelegt worden ist und sie steht da, die hat nicht mal die Reifen. Und deswegen als Idee, als so in einer Stadt, dass man es als Dekoobjekt, als irgendwas einfach dahinstellt, finde ich toll. Dass man sich eine Tram baut in einer Stadt, würde ich sagen, dann braucht man mindestens 2 Sets, damit man halt 2 Waggons hat. Dann müsste man auch irgendwie das dazu bauen, dass man das da anhängt. Und auch die Station, die müsste einfach größer sein. Also die ist mir wirklich, ja, wie viel ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Noppen breit. Das ist mir zu wenig. Aber kleines Set, nett. Ich fand jetzt den Preis auch nicht überteuert. Sieht nett aus. Und wer Trams mag, wer so ein Tramfetisch hat oder halt ein Mokka ist und sich denkt, okay, geil, ich mache mir da jetzt eine Tramlinie durch die Stadt, definitiv etwas für solche Leute. Ich habe es jetzt gebaut, eigentlich habe ich es zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Frau. Vielen Dank dafür. Und jetzt konnte ich euch das im Video zeigen. Wenn euch das Set gefällt, könnt ihr mit meinem Code Klemmtastisch immer 10% Rabatt bekommen. Da ich gesehen habe, dass aktuell 30% Rabatt gibt, vergisst den Code, dann kauft es gerne über meinen Affiliate-Link. Da kriege ich auch einen gewissen Prozentsatz und ihr habt auch 30% Rabatt. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen.